Dieses Video nenne ich zwischendurch. Ich meine, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, kann man feststellen, dass etwas Großes in der Welt geschieht. Man kann nicht mehr alles logisch begründen. Es geschieht so vieles, dass man guten Gewissens sagen kann, die Welt steuert auf ein Chaos zu oder befindet sich bereits in einem Chaos. Dass es chaotische Zustände geben wird, das ist in der Bibel vorausgesagt, was letzten Endes damit endet, dass es eine neue Welt gibt. Wenn man jetzt mal empfindsam, sensibel und wachsam die Welt begleitet quasi, dann kann man merken, ja, wir sind mitten drin und es gibt etwas Höheres, es gibt ein höheres Prinzip, es gibt ein Prinzip, das war schon bevor es die Welt gab. Das kann man fühlen. Da ist etwas Größeres, aus dem alles resultiert, quasi. Etwas, was schon war, bevor etwas war. Die Urschöpferkraft. Wenn ich mir jetzt dieses Foto anschaue von mir, dann muss ich sagen, ihr Lieben, das ist nicht gestellt, sondern es ist einfach so entstanden, spontan fotografiert. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, mon Dieu, das erinnert mich an Jesus Christus. Obwohl ja niemand weiß, wie Jesus Christus tatsächlich ausgesehen hat. Und man soll sich ja auch kein Bild machen. So heißt es im 2. Gebot. Mache dir kein Bild. Okay, dies war nicht die Absicht, möchte ich sagen. Ich wollte mich nicht als Jesus präsentieren oder in irgendeiner Form in dem Thema erscheinen, sondern es ist so, dass mich das Thema Jesus Christus schon seit meiner Geburt begleitet, könnte ich sagen. Als ganz, ganz kleines Kind habe ich mitgelitten, als ich von ihm gehört habe und von dem, was er erlebt hat. Ich war entsetzt über die Brutalität der Welt, dieser Welt. Unvorstellbar, dass man einem Menschen das antun kann, was man Jesus angetan hat. Das heißt, es hat mich sehr, sehr stark runtergezogen. Auf der einen Seite zutiefst berührt, auf der anderen Seite hat es mich beflügelt, dass es da etwas gibt, das ist größer als wir selbst. Und es gibt etwas, das ist bedeutsamer als wir Menschen und unsere mickerige, menschliche Welt. Wir, die wir versuchen, die Welt zu verbessern. Ja, und so, weil das auch schon immer mein Thema war, kann ich sagen, das Thema Jesus oder Jesus greift hier und da in mein Leben. Völlig spontan, wenn ich überhaupt gar nicht damit rechne, geschieht etwas oder ich sehe etwas oder wie auch immer, ich höre etwas, da ist es so Jesus Christus. Er kommt also in mein Leben. Es heißt ja bei Jesus und von Jesus an die Jünger gerichtet, haltet ihr meine Gebote, so werde ich den Vater bitten, damit er euch einen anderen Tröster schickt.
einen, der für immer bleibt, den Geist der Wahrheit. Und das ist etwas, was natürlich dann auch Wellen schlägt und man annehmen kann, ja, wenn es wahr ist, und so dann wabern wir sozusagen wie ein Boot auf einem Gewässer darin, in diesem Geist der Wahrheit. Er ist mal dichter, er ist mal näher, er ist mal ferner, aber wir können dort hineingleiten oder er schwappt über uns wie eine Flutwelle. Und dann sind wir natürlich sehr überrascht, was er uns präsentiert, weil uns das aus unserem normalen Alltag rauszieht, aus unseren gedanklichen Grenzen, aus dem, worauf wir bauen, das Fundament der menschlichen Ordnung als Lebensprinzip quasi oder als göttliche Schöpfungsquelle so präsentiert. Und dann merkt man so mit der Zeit, das haut alles gar nicht so hin, sondern schön, dass es da etwas gibt, das ist geistreicher als die menschliche Welt. Und dann kann man sich inspirieren lassen und mitmachen. Und einfach sagen, ich gehe jetzt mal nicht eine Stunde Fußball spielen oder sonst irgendetwas, sondern ich beschäftige mich mal geistig mit meiner Existenz, mit dem, was geschieht in der Welt und vielleicht mit dem Thema Jesus. Was war das überhaupt für ein Typ? So, für die einen ist es der Loser schlechthin, weil wie kann ein Held so elendig sterben wie er? Und für die anderen ist er ein Held, der alle Schuld der Menschheit auf sich genommen hat und hat sich hinrichten lassen, stellvertretend für die Spezies Mensch. Nicht nur für die Jünger, sondern für die Spezies Mensch. Und darüber möchte ich gerne sprechen. Und wenn man mal ein bisschen hineingleitet in das, was geschieht, dann kann man wirklich fühlen, auch energetisch. Man kann das fühlen, weil man spürt es an seinem Körper, an seiner Haut, in seinen Bewegungen, die sich ein bisschen verändern. Es geht etwas Riesiges ab in der Welt, in dieser Welt. Die einen meinen, ich mache die Augen zu und schiebe alles weg und ignoriere alles und es wird einfach so weitergehen, wie es ist. Und andere voller Panik, die schon bei dem kleinsten leisen Ereignis sozusagen zu Boden fallen oder ohnmächtig werden. Und dann gibt es die, die begreifen, aha, ich bin jetzt Teil eines großen Geschehens, das bereits vor 2000 Jahren vorausgesagt wurde. Und es wurde auch gesagt, wie es geschehen wird. Die einen mag es erschrecken, mich beruhigt es, weil es Trost für mich ist, es gibt etwas Höheres als den Menschen. Das ist für mich Trost. Und ich muss aber auch sagen, ich liebe den Menschen. Ich liebe den Menschen trotz seiner Unzulänglichkeit und trotz all seiner Schwächen liebe ich ihn. Vielleicht liebe ich ihn gerade deswegen, wegen der Sensibilität, wegen der Möglichkeit, geistigen Reichtum zu produzieren, zu entfalten, sozusagen sich geistig zu entwickeln und auszudehnen, etc. Und das wollte ich jetzt einmal sagen zwischendurch. Und jetzt werde ich hieraus ein Video machen und ich sage noch einmal, dieses Bild
hat nichts mit Jesus zu tun. Ich habe nicht daran gedacht, sondern ich habe einfach, wie man es nennt, ein Selfie gemacht, ganz spontan. Klick, und dann war dieses da. Ja, das wollte ich gern sagen. Und was ich schon oft gesagt habe, das Thema Jesus beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Jetzt werde ich in diesem Jahr 72. Also sind es doch auch eine ganze Reihe an Jahren. Ja, und dieses sende ich jetzt mit der Überschrift zwischendurch, einfach so spontan herausgesprochen, hineingesprochen in die Welt. Und ich sage Mut. Habt Mut mitzumachen in dem, was jetzt geschieht. Und die Prämissen, mit denen man vielleicht beurteilt, was ist angenehm, was ist unangenehm, was ist gut, was ist böse, das einerseits verworfen ist, kann man auf der anderen Seite sagen, eigentlich weiß jeder Mensch das. Egal aus welchem Kulturkreis hat er ein Empfinden dafür, was gut ist, was ihn erhebt, was ihn befriedigt, was ihn besänftigt, was ihm Trost ist, was ihn steuert, und er hat ein Gespür für das andere, was ihn losreißen will von dem und gerne ins Elend ziehen will oder ins Chaos oder töten will oder wie auch immer. Und ich sage, frischen Mutes voran und an das Gute glauben, an das Positive und sich darin bewegen und aktiv sein, unabhängig von allen menschlichen Philosophien oder Regeln, die er geschaffen hat, sondern auf das hören, was einem göttlich erscheint und was einen zutiefst berührt, wo man sagen kann, es kommt aus dem eigenen Herzen.